Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen wollen, ist, wir euch kurz zeigen, wie man loggen kann in Android, beziehungsweise einfach hier im Android Studio. Das bedeutet, wir bekommen sozusagen eine Message angezeigt und können anhand von der sagen, wo unser Programm welchen Ablauf genommen hat. Das heißt, wir können sagen, okay, da ist was schief gegangen, weil da sind wir nicht in diese Schleife gegangen oder wir sind zu früh aus der Schleife raus oder was auch immer. Ja, und mit Logging kann man, wie gesagt, gut Fehlerbehebung machen. Und was wir dazu brauchen, das ist nicht kompliziert oder so, deswegen wird es auch wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Tutorial. Wir werden einfach hier log aufrufen und dann hier einfach diese D bzw. E oder I, je nachdem, was wir halt machen wollen. Ich werde euch jetzt einfach mal hier diese D zeigen, dann werde ich euch gleich erklären, für was die anderen sind. So, und jetzt kommt hier einfach irgendein Tag rein, das heißt, wir können hier Tag schreiben zum Beispiel. Oder wie nennt die Methode sich onClick2? So, das wäre dann wahrscheinlich eindeutiger. Und hier kommt rein, was wir hier reinschreiben wollen, also was gerade passiert ist oder was gleich passieren wird. Ich würde sagen, wir kopieren das hier einfach mal eins unten drunter. Dann schreiben wir hier created intent. So, das haben wir hier oben drüber gemacht. Das ist übrigens das Beispiel aus dem letzten Video, wo wir den Broadcast gesendet haben. Also nichts irgendwie, was ihr nicht kennt oder so. So, und ja, was wir jetzt hiermit gemacht haben, ist folgendes. Ich zeige es euch gerade mal, indem wir das laufen lassen. Wenn wir das laufen lassen, das habe ich bisher immer weggeklickt, dann sehen wir das hier und wir sehen das hier, genau. So, und jetzt müssen wir kurz warten, bis sich das Device gestartet hat. Ich zeige euch das diesmal ausführlich, ich breche es nicht ab, was ich bisher immer getan habe, denn wir brauchen diese ganzen Sachen hier. So, jetzt haben wir hier dieses Logcat und das ist genau das, um was es jetzt geht. Bisher haben wir das einfach ignoriert. Was steht hier, ist mir egal. Und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir klicken jetzt einmal auf diesen Button, denn diese Methode hier, onClick2, für die, die das letzte Video nicht gesehen haben, das ist unsere onClick-Funktion für diesen Button hier, für diesen Switch-Button. Die App sieht so aus, das hier oben hat aktuell keine Bedeutung. Ja, also wir klicken diese onClick2-Methode, wir klicken auf den Button und der ruft dann diese onClick2-Methode auf und dann wird dieses Logging aufgerufen. So, wenn ich jetzt hier auf den Button klicke, dann erscheint dieses Erhalten von unserem Broadcast Receiver und hier unten kommt Created Intent. So, und das ist genau der String, der hier steht. Und ja, das heißt, wir loggen dadurch. Okay, wenn wir jetzt hier auf das, wo ihr hier, also App, Doppelpunkt und dann steht da halt euer Package Name. Und dann können wir hier auf Edit Filter Configuration gehen. Und dann steht hier oben eben, entweder wir können die Message durchfiltern, also nach einer bestimmten Message suchen, oder wir können nach dem Tag suchen und wir wissen, dass der Tag, also wir wollen jetzt quasi gucken, warum unsere onClick2-Methode so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Das heißt, wir gehen hier rein und sagen onClick2 als Tag. So, und wenn wir jetzt hier auf OK klicken, dann passiert hier nichts weiter, als dass alles weggefiltert wird, was nicht hier in dieser Methode ist, also was wir nicht hier reingeschrieben haben. So, und dann sehen wir hier nur noch das Debugging ja, von diesem onClick2 und hier steht Created Intent. So, das war's mit den Filter Configurations. Ich lasse das kurz hier raus. Wenn wir jetzt hier auf Debug gehen, dann sehen wir hier unten immer noch unser Created Intent. Wenn wir auf Info gehen, fehlt es allerdings, genauso bei Warn, Error, das ist von vorhin noch, da hatte ich ein bisschen Probleme mit einer View, und Assert. So, ja, jetzt haben wir hier unser Verbose natürlich alle. Und wenn wir jetzt hier statt Logging oder log.d eine andere nehmen, sagen wir mal log.e, dann könnt ihr euch vielleicht denken, was das tut. Ich starte das einfach mal und zeige es euch. So, hier sind wir wieder. Wir haben unseren Button und wenn wir hier draufklicken, dann kommt hier ein Error Created Intent. Das ist natürlich nicht unbedingt in unserer Absicht, dann ist es hier nichts fehlgeschlagen, aber wir wissen ja, manche if-Abfragen sind zum Beispiel da, wenn jetzt irgendwas schief geht, dann geben wir da eine Nachricht aus, denn manche if-Abfragen sind tatsächlich nur zu dem Zweck da, irgendwelche Errors zu fangen. Und ja, hier können wir dann eben mit dem Logging genau diese Errors darstellen. Die Errors sind in Rot logischerweise und wenn wir hier auf Error filtern, dann kommt natürlich auch das. Wenn wir hier Warnings haben, die enthalten diese Warnings W, also Logging oder log.w gibt's und Errors sind da auch drin enthalten. Info ist einfach so,
dass dann halt noch W, E, also Warnings, Errors und Info ist dabei. Das ist dann logging. Oder log.i. Debug hatten wir gerade eben, da ist dann alles, also D, I, W und E, also Debug-Informationen, Warnings und Errors sind dabei. Und verbose ist dann halt log.v natürlich, wer hätte es gedacht. Und ja, damit können wir dann eben nur diese normalen Informationen, wo gerade lang gegangen wurde oder sowas rausfiltern. Und assert ist Spezialfall, das sind Assertions. Ja, die gibt es hier auch nicht als A oder sowas, also log.a, das sind irgendwelche Assertions, die man halt getroffen hat. Da kann man dann sagen, man möchte annehmen, dass irgendwas passiert ist, aber ja, eventuell ist es schief gegangen, eventuell hat es funktioniert. Die zeige ich euch vielleicht wann anders, das ist ein bisschen mehr. Aber jetzt könnt ihr auf jeden Fall mal hier loggen und ihr könnt vor allem auch eure Logs auch filtern. Ist, wie gesagt, sehr nützlich zum Debuggen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sehr kurzes Video und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.